cheers. Auf mich. Mike, you want a glass? Happy birthday. Cheers. Same. Some good shows tonight, huh? Happy birthday. Cheers. What day is today? Monday? Tuesday. That's Tuesday. Strobe lights flashing out of your eyes. I can feel you all night. I won't let you down, down. Your love breaking into colors. Orange Power. Orange Power. Aktiviert. Into the sunrise, falling away now, falling away. Flashing out of your eyes, I can feel you all night. I won't let you down, down. Früher, als ich zur Schule ging, da bin ich ja auch total extrem gestylt, jeden Tag rumgelaufen einfach. Weil das war ja alles, was ich hatte. So. Und jetzt habe ich zum Glück ja auch noch eine Bühne dafür, wo ich das noch viel extremer ausleben kann als früher. Das heißt, es ist schon ein Stück weit auch eine Kunstfigur. Wir hatten nicht viel Geld, wir hatten kein Geld für irgendwie extravagante Klamotten oder irgendwie sowas. Und dann fing ich an, so mir selber T-Shirts zu zerschneiden und selber irgendwie meine Klamotten zu verändern. Und dann ging das so nach und nach. Und dann irgendwann habe ich angefangen, die Fingernägel anzumalen und meine Haare zu färben. Und das ging dann so Step by Step irgendwie. Das kriegt man ja dann auch gar nicht mit, das hat sich dann irgendwie auch verselbstständigt. Verkleiden ist es nicht unbedingt, weil ich werde ja niemand anders in dem Sinne. Ich weiß, es gibt so viele Leute, die auch, die zum Beispiel dann auch denken, so ich verwandle mich in jemanden, der ich privat gar nicht bin. Das geht mir gar nicht so. Dieses Rebellieren mit meinem Aussehen, als ich so jung noch war und meine Piercings und so weiter, das war halt gegen diese ganzen Sachen, die ich so für bescheuert gehalten habe, die ich auch teilweise heute noch für daneben halte, ne? Diese auch. Und ich wollte auch das provozieren. Also ich wollte den Leuten, glaube ich, auch zeigen, wie bescheuert das ist. Ne? Ich hatte zum Beispiel einen Sportlehrer, der mich nicht unterrichten wollte. Ja, weil ich ein weißes Sportoutfit hatte, was ich total gut fand. Und das war halt so ein alter Fascho irgendwie. Der hat dann gesagt, ich müsste zu den Mädchen rübergehen und ich muss mit den Mädchen Sport machen. Da musste die Direktorin kommen und alle mussten involviert werden. Für mich kam nie in Frage, mich da irgendwie anzupassen oder da so ein bisschen... Ja, mir das Leben ein bisschen leichter zu machen. Wenn Bill normaler gewesen wäre, wäre ich das vielleicht auch gewesen. So.
habe ich das Gefühl irgendwie. Aber man weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass Bill die treibende Kraft war und auch immer noch ist irgendwie in vielen, vielen Sachen. Gerade was so Anderssein vom Äußeren vor allem betrifft. So, ne? Also da ist er auf jeden Fall die treibende Kraft. Ich glaube, wäre Bill ein totaler Langweiler, wäre ich, glaube ich, auch sehr viel normaler. Tom ist auch extrem auf seine Art, aber irgendwie dann anders. Ne? Also er wäre noch eher der gewesen, der... Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die hätte er sich nicht getraut, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Und die wären wahrscheinlich total anders verlaufen in seinem Leben. Und genauso ist das mit mir. Ne? Für mich war es halt auch eine Sicherheit, ihn immer zu haben und so auszusehen. Und er hatte natürlich auch so was Beschützendes immer noch. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, war es schon immer so, dass das Bild das noch mehr betroffen hat, wenn es irgendwie Probleme gab. Und ich dann eher in so einer schützenden Position immer war. Und auch eigentlich bis heute mir das Gefühl habe. So. Ich habe immer das Gefühl, wenn Bill zum Beispiel irgendwo Stress hat, bin ich der Erste, der dazwischen springt. Als wir dann auf dem Land da gewohnt haben, ja, da gab es 20-, 30-Jährige, die uns da als 12-Jährige zusammenschlagen wollten und auf uns draufpissen wollten und was es da alles gab. Also es war extrem. Jeden Tag Überlebenstraining da. Das war richtig krass. Also aufs Dorf gezogen sind wir von Magdeburg. Ende 4. Klasse, da waren wir dann wahrscheinlich so um die 10 Jahre alt. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir sind das erste Mal durchs Dorf gegangen und ich hatte zum Beispiel rote Schnürsenkel in meinen Schuhen. Und auf einmal kamen dann da wirklich so Skinheads einfach, die natürlich irgendwie schon alle 18, 19, 20 Jahre alt waren und uns dann direkt verhauen wollten. Und wir wussten überhaupt nicht warum. Und ich wusste noch nicht mal, was links und rechts überhaupt bedeutet zu dem Zeitpunkt. Man wird dann irgendwann auch so ein bisschen so street smart, dass man einfach weiß, okay, da geht man nicht hin und so muss man das machen. Und wenn man die sieht, so, dann haust du lieber schnell ab. Ich habe mich so zur ganzen Punk-Szene so ein bisschen hingezogen gefühlt so zu dem Zeitpunkt. Das war natürlich als 10-Jähriger einfach total utopisch. Die Punk-Szene gab es auf dem Dorf nicht so richtig. Da gab es nur so ein paar Ausnahmefälle. Und sonst gab es die in Magdeburg. Und da sind wir dann so ein bisschen so nach Magdeburg, immer mit der S-Bahn schon ganz früh, immer so nach der Schule nach Magdeburg gefahren. Und da musste man sich seinen Weg auch so ein bisschen reinsuchen. Ne? Auch zum Beispiel morgens im Schulbus. Für mich war das damals wie Krieg. Das war jeden Morgen eigentlich in den Krieg ziehen und sich irgendwie beweisen. Also man musste sich irgendwie behaupten. Eine Zeit lang haben uns unsere Eltern dann abgeholt, weil die meinten so, nee, ihr könnt auch mit dem Bus nicht mitfahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwie überstanden hätte und überlebt hätte, wenn ich nicht Tom gehabt hätte. Also wir kamen uns immer vor wie 2 Außerirdische. Wir können uns das nicht so richtig vorstellen, wie das wäre, ein Leben ohne den anderen. Also wir waren ja immer zusammen. Grundsätzlich sind unsere Gefühle schon fast immer gleich. Wir sehen alle Sachen sehr ähnlich. Er ist 10 Minuten älter. Egal, was Klamotten, Aussehen, Interessen sind, da sind wir zwar unterschiedlich, aber nur weil es im Prinzip weil wir so einen Kreis quasi damit füllen. Und der eine erfüllt immer so diese eine Hälfte und der andere die andere. Im Prinzip ist das so ein bisschen so, als wenn wir sind wie eine Person. Wenn wir depressiv sind, dann sind wir halt depressiv. Das ist nicht, ne? Ja, oder, da wenn, ist nicht einer. oder wenn dann einer irgendwie sich einsam fühlt, dann fühlen sich halt beide zusammen einsam. Das ist also... Genau, wir funktionieren so zusammen. Das Problem ist, dass wir bei unseren Partnern ja quasi automatisch verlangen, dass die ja auch in einer Partnerschaft sind. Weil wenn wir zusammen reisen und weg sind, dann wohnen ja 2 fremde Menschen zusammen, Ja. die sich automatisch verstehen müssen. Und das war bis jetzt, ist das nie gut gegangen. Also das ist schon schwer. Und wir im Endeffekt entscheiden uns natürlich dann immer eher füreinander, als jetzt uns zu sagen, okay, Tom, dann musst du jetzt gehen irgendwie oder so. Das wäre ja keine Lösung für uns.
all das, was ein Mensch in einer Beziehung sucht, was die Partnerschaft zumindest angeht, das haben wir nicht ja komplett. So, mit uns gegenseitig so. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch irgendwie jemanden eben für den sexuellen Part. Und ja. Und das findet man irgendwie immer. Und dann kann es ja manchmal schiefgehen, dass man sich verliebt. Das passiert einem natürlich. Ne? Aber das wünsche ich mir nie. Das Verlangen habe ich überhaupt nicht, dass ich denke, ich will. Gibt da so Leute, Bill zum Beispiel, sehen sich da auch total nach, der gerne auch mal irgendwie einen Menschen hätte, den er irgendwie liebt und eine Beziehung oder sowas. Das geht mir gar nicht so. Also wenn ich mich jetzt den Rest meines Lebens nicht mehr verlieben sollte, wäre das vollkommen okay für mich. Do you ever think of me at night? And do I ever cross your mind? Do you remember the sky in our lungs? Or did you make up? Memories come undone. If you really feel the same, just let me know. Kannst du mir die rausnehmen, die Bridge, damit ich das Ende richtig singen kann? Du bist der Weinexperte. Siehst du? Okay, dann mach mich aber nicht an, wenn er jetzt abbricht, ne? Du bist der Alkoholiker. Ja. Du hast die Erfahrung damit. Und dann kriege ich wieder auf den Sack. Ach, das ist so kacke. Na. Geh mal her. Na dann. Ist der Wackel noch drin überhaupt? Ja. Du brüllst ja jetzt schon. Mit dem Taschenmesser machen wir es auch nicht eigentlich. Na klar, da ist ein Korkenzieher dran. Ja, aber was für eine. Und verkackt! Lass mich das machen. Gib her, ich mach's wieder. Was hast du in der zweiten Strophe? Gar nicht. Ich habe kein Problem mit der zweiten Strophe. Spiel vielleicht mal den ersten Spiel mal vom ersten Chorus in die zweite Strophe rein und lass noch mal und guck noch mal, ob dich das stört. Memories come undone. Englisch konnte ich eigentlich super lange nicht. Englisch konnte ich nicht, bis wir hier in Amerika gewohnt haben. Also Englisch, am Anfang kam ich her und ich konnte gerade so sagen, wie ich heiße und wo ich herkomme. Wir haben ja angefangen, auf Deutsch zu texten und ich habe nur Nena gehört und hatte eigentlich all ihre alten Platten und Kassetten. Und da kann ich mich eigentlich daran erinnern, dass ich da angefangen habe, dann wirklich zu singen und zu performen und so auf dem Bett und sowas. Bill hat ganz viel Nena gehört zu der Zeit, aber die alten Platten, also so die 80er-Jahre-Platten, die fand ich auch gut und musste die automatisch mithören, weil Bill die den ganzen Tag laufen hatte. Aber ich war mehr so Aerosmith. Bill hat zu der Zeit ein Keyboard gehabt, wo so ein Schlagzeugbeat einfach Play gedrückt und dann kam dann irgendwie so ein im 4/4-Takt irgendein kleiner Beat vom Keyboard. Und ich habe Gitarre drauf gespielt und das haben wir dann aufgenommen und das waren so die ersten Songs. Musikalisch war das sowieso, das war schrammelig. Also für mich war so sofort, wenn Tom irgendwie einen Riff konnte und wir hatten irgendwie was zusammen geschrieben, wollte ich damit sofort auftreten. Wir hatten da nicht so einen Masterplan, wo ich jetzt mir überlegt habe, okay, so muss das klingen oder die Art von Sänger will ich sein oder so. Und wie gesagt, ich bin ja auch nicht gesegnet vom Gott und habe eine ganz tolle Stimme bekommen wie Adele oder Mariah Carey, sondern ich habe halt gesungen, weil mir Spaß gemacht hat, aber mir hat niemand erzählt so, oh Bill, du hast aber ein ganz besonderes Talent oder eine ganz tolle Stimme. Im Gegenteil, also am Anfang war es eher noch so, dass Leute immer gesagt haben, naja, da gibt's aber viele Leute, die können das ein bisschen besser als du. Aber das war mir total egal, weil ich wollte halt auf der Bühne stehen und performen und Leute unterhalten. Krass, ey. Die Zwillinge haben wir im Gröninger Bad gesehen. Das ist hier so ein Club, so offene Bühne, wo quasi jeder talentierte oder untalentierte Musiker auftreten kann. Und Gustav und ich haben uns damals in der Musikschule kennengelernt. Hier drin sieht es aber schon anders aus, ne? Irgendwie schon, ne? Also, und hier haben wir auch Bill und Tom quasi zum ersten Mal live gesehen bei ihrer faszinierenden Black Question Mark Show. Die waren im Gröninger Bad und hatten da ihren Auftritt, so Keyboard-mäßig, Drums und Tom mit seiner Gitarre und Bill am Mikrofon. Gustav und ich waren da und haben uns das angeguckt, haben auch schon immer nach einer richtigen Band so gesucht eigentlich oder hatten zumindest Lust drauf. Und dann haben wir den Jungs unsere Hilfe angeboten. Die dachten, endlich mal ein Schlagzeuger und ein super Bassist. Das
aber höchst illegal, was du hier machst. Ich lauf dir nur hinterher. Ich glaube, jeder. Alles Mörderlau. Auf der einen Seite stand dann der Gitarrenverstärker, auf der anderen Seite der Bassverstärker und dann kam... Dann noch das Schlagzeug Und dann hier noch das voll der Schlagzeug. Wuppe drin. Und dann haben wir vorne noch ein bisschen Boxen und dann ging das hier ab. Dass wir überhaupt noch Ohren haben. Ist Ja. Und das, der Wahnsinn. ist die Ach, Tür. diese Tür, da kann Das ich ist mich noch genau die Tür. genau dran erinnern. Ich glaube, wir haben immer mittwochs geprobt. Kann das sein? Mittwoch und dann haben wir aber auch irgendwann dann Dienstags und Donnerstags oder irgendwie sowas. Wir haben dann irgendwann sind wir auf zweimal die Woche dann gegangen. Den Plattenvertrag vielleicht zu ergattern, dass sich vielleicht irgendjemand für uns interessiert. Ich meine, das hatten wir bestimmt alle so ein bisschen den Wunsch. Und ja, den werden wir wohl immer noch im Augenschein halten. Ach du Scheiße. Das ist die Wand. Ein Stückchen weiter rüber vielleicht. Ja, wir sind frei, sind ganz frei und schweben nur so schwerelos im All. Ja, wir sind frei, sind ganz frei und schweben nur so schwerelos im All. Ja, wir sind frei, sind ganz frei. Wir hießen ja früher Devilish. Wir wollten dann eigentlich auch eher einen Namen haben, den man nicht übersetzen muss irgendwie, der überall gleich klingt. Und dann kam Tokyo Hotel, aber es hatte echt überhaupt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie Richtung Japan gedacht haben oder so. Mit dem Namen, das war so, den fand ich halt cool, aber ich hatte da gar nichts mit zu tun. Ich wusste überhaupt nicht, was in Tokio abgeht. Mit Manga hatte ich nichts zu tun. Ich habe auch nie irgendwelche Manga-Sachen im Fernsehen gesehen. Herzlich willkommen im 1Live Talk. Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel. Hi, hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, gerne. Wie sehr kränkt euch das eigentlich, wenn die Leute sagen, Tokyo Hotel, was? Die gibt's noch? Es geht. Es ist ja auch in jedem Land echt anders. Die Wahrnehmung hier in Deutschland ist auch ganz anders als in den anderen Ländern. Ne? Also in Amerika zum Beispiel sind wir so total geiler, cooler Indie-Scheiß. Und hier sind wir halt so mega kommerziell und immer wenn du hier einfach nicht so dauerpräsent bist, Genau. dann haben die Leute natürlich einfach den Eindruck, die gibt's nicht mehr. Irgendwann kam der Durchbruch, an den wir uns natürlich alle erinnern. Ihr wart bei 1Live das erste Mal im Sommer 2005, da hattet ihr gerade Ferien. Ihr wart dann im November nochmal da, ihr wart im April nochmal da. Ihr habt eine 1Live Krone gekriegt. Es war ja wirklich von 0 auf nicht 100, sondern 1000. Ich weiß auch nicht, was gar nicht, was ich sagen soll. Das ist unser erster Song, damit schon so viel Preise. Vielen, vielen Dank. Tokyo Hotel, bester Newcomer 2005. Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt, ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt. Gegen den Sturm, an Abgrund entlang. Und wenn ich nicht mehr kann, denke ich daran. Einer unserer Produzenten hat uns in dem Gröninger Bad, wo wir auch unseren ersten Bandauftritt hatten, quasi gesehen und entdeckt bzw. angesprochen, ob wir nicht mal Lust hätten, zu ihm ins Studio zu kommen. Wir waren ja relativ lange im Studio und haben halt Songs geschrieben mit dem Produzenten zusammen. Und dann kam diese Textzeile, glaube ich, hinter die Welt. Das war, glaube ich, so diese erste Anekdote, die Bill dann irgendwie hatte. Und dann hat man sich zusammengesetzt und irgendwie Brainstorming. Durch den Monsun hatte am Anfang überhaupt keiner so richtig auf dem Schirm, dass das jetzt die erste Single sein sollte. Und die Entscheidung ist auch relativ spät gefallen. Aber es war zum Glück die richtige. Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt.